ich merke gerade sofort, wie sich irgendwas entspannt in mir. So, oh wow, jetzt gibt es gerade wieder Raum Mhm. für das, was so los ist in Mhm. mir, um mich herum. Mhm. Mhm. Ja, Nice. das tut grad gut. Ja. Ja, das wäre gerade meine erste Frage gewesen. Was ist so lebendig in dir mit dem Prozess? Und wie geht's dir damit jetzt gerade? Mhm. Magst du ein bisschen erzählen? Ja, ja, ja. Ja, jetzt gerade, ich beobachte mich im Moment so ein bisschen hin und her hüpfen. So hin und her hüpfen im Sinne von, ähm, ja, dieser Prozess hat totale Priorität und hat eine Relevanz für alles, was ich gerade tue und erlebe. Und ich bin total verbunden mit der Ernsthaftigkeit. Und dann erwische ich mich manchmal, wie ich raushüpfe. So, la la la. Ist wahrscheinlich jetzt gerade doch nicht so wichtig. Es gibt doch Dinge, die ich ein bisschen aufschieben kann. Ähm, ja, ich muss es gar nicht so ernst nehmen. Und ich kann mich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, dass es von meinem System auch ein bisschen so ein Ablenkungsmanöver ist. Ähm, ja, weil es manche Dinge gibt, die tatsächlich nicht so leicht, die wirklich nicht leicht sind und die auch in der Konfrontation überhaupt nicht einfach sind. Und hm, da kommt eine, ja, da kommt so ein kleines Sabotagetinker hinten hervor, die findet, komm, wir weichen ein bisschen aus, wir machen andere Sachen. Ja, nimm's nicht so ernst. Mhm. Ja, was sehr, sehr spannend ist. Magst du ein bisschen erzählen, was gerade der, wo du dich, wo dich dieser Prozess gerade herausfordert oder zu was er dich gerade herausfordert? Mhm. So, was steht auf der Todes-To-Do-Liste oder so? Was steht da gerade im Moment aktuell auf der Todes-To-Do-Liste? Ja, ähm, also es gibt 2 Gespräche, die ich führen muss, die wichtig sind, die ganz wichtig sind, um ähm, aus einer Konstellation mich herauszuschälen, die für mich nicht optimal ist. Und es ist so eine Art von Verbindung zu Menschen, die schon recht lange besteht und ich jetzt so verbunden bin mit dem, was wirklich für mich stimmt und mit dem, was es wirklich braucht, dass ein sehr klärendes, sehr echtes, radikal ähm, radikal ehrliches Gespräch nötig ist. Und ich spüre, dass ich mich so zurückhalte, weil es mir Angst macht. Und gleichzeitig macht es mir aber auch ganz viel Lust und es gibt wie so einen Push nach vorne. Es gibt so, ach, Tinka, du hast nicht so viel Zeit und jeden Tag, den du dieses Gespräch hinauszögerst, vergeudest du Zeit und es sitzt dir sowieso im Nacken. Warum findest du es so geil, dass es da bleibt? Oder zögerst du es einfach raus, weil du weißt, dass dieses Gespräch eigentlich total geil wird und du willst diesen Moment einfach richtig feiern? Oh, was genau ist es? Also die Frage, die ich mir stelle, finde ich so dieses Gespenst im Nacken so geil, weil es irgendwie an mir zieht und zehrt und so, das kleine Monsterchen? Oder freue ich mich eigentlich total auf das Gespräch und möchte einfach nur noch mit viel mehr Lebendigkeit rein? Das ist interessant. Ja. Mhm. Oh, magst du ein bisschen erzählen, wieso dieses Gespräch ein Teil ist vom Todesprozess? Und das nochmal erklären, wie du das verstehst oder Mhm. wie, Ja, gerne. wie, dies, Ähm, wie diese zusammen. Wie der Zusammenhang genau aussieht. Ja, also, was mich meine Verbindung zum Tod lehrt, und zwar wirklich von Grund auf, ist, dass das Einzige, was
im Moment wirklich wichtig ist, ist, dass ich die Beziehungsqualitäten verbessere, die ich habe zu meinem Umfeld. Weil in den Beziehungen eigentlich die Lebendigkeit passiert. Die passiert genau da, wo Kontakt entsteht. Die Lebendigkeit ist genau da spürbar, wo Menschsein auf Menschsein trifft, wo alle Emotionen aufeinander prallen oder miteinander tanzen. Und da gibt es am allermeisten zu lernen und da gibt es am allermeisten zu heilen. Und es gibt eine Beziehung, also es gibt eigentlich mehrere, aber mal auf eine bestimmte bezogen, bei der ich gemerkt habe, dass ich so einen faulen Deal eingegangen bin und ich etwas für eine Person tue, um dieser Person zu gefallen oder um Anerkennung und Liebe zu bekommen und um meinen Selbstwert darüber zu definieren. Und ich habe zu etwas Ja gesagt vor langer, langer Zeit. Und zu dem Zeitpunkt hat für mich dieses Ja auch gepasst. Und jetzt aber im Laufe der Zeit und jetzt mit diesem Prozess, der mir sagt, hey, überprüfe ganz genau, wozu sagst du Ja und wozu sagst du Nein, ähm, führt mich dazu, dass dieses Ja für mich jetzt nicht mehr stimmt. Also das Ja, das ich abgegeben habe vor über einem Jahr, ist für mich jetzt nicht mehr stimmig. Ähm, und das bringt mich dazu, den Kontakt neu zu suchen und in der Art, es wird eine Reibung entstehen, es wird eine Auseinandersetzung sein, die sich, denke ich, sehr lebendig anfühlen wird. Und ich denke, dass daraus auch wieder viel mehr Intimität entstehen kann, weil wenn ich für mich wirklich ganz wahr und echt zum Ausdruck bringe, was für mich stimmt und was für mich nicht mehr stimmt, dann gibt es einfach wirklich wieder ein Feld für eine lebendige Beziehung mit dieser Person. Und im Moment ist diese Beziehung ja mehr geprägt von so einem super vorsichtigen Verhalten und es ist aber nicht wirklich echt und es ist nicht wirklich lebendig, sondern so die Lebendigkeit fließt eigentlich raus, woanders hin und ist abgebremst und auch der wirklich intime Kontakt ist abgefedert und abgebremst und kann nicht wirklich fließen. Und ich habe dann auch versucht, so Dinge zu machen in der Hoffnung, dass die andere Person das Gespräch initiiert. Also quasi so ein paar ganz geschickt getarnte Pfeilchen geschossen und so kleine Sabotageakte verübt. Es ist so spannend, was das System so anstellt. So in der Hoffnung, ja, dass ich das auslagern kann auf die andere Person, also die Verantwortung dafür abgeben kann. Hat nicht geklappt. Das heißt, es ist an mir und ich bin dran und ich muss da voll in meiner Kraft stehen und sein damit und Klärung, Klarheit reinbringen in etwas, das sich nicht komplett geklärt anfühlt. Ja, ja. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und generell alle Herausforderungen, die ich habe, die dieser Todesprozess so ans Licht holt, alle Herausforderungen haben mit Beziehungen zu tun. Es gibt nur eine Herausforderung, die nichts mit Beziehung zu tun hat, zumindest nichts mit Beziehung zu Menschen. Und zwar ist es, dass ich mich tatsächlich damit auseinandersetze, dass ich ja im Bewusstsein, dass ich sterben werde, auch meine geliebten Gegenstände nicht mehr brauchen werde. Ähm, Was heißt, dass es ja Sinn macht, noch vor meinem Tod die Dinge, die ich besitze, in Umlauf zu geben. Und da merke ich, dass das sehr, sehr schwierig ist für mich. Sehr schwierig. Das Loslassen von. Ich habe so eine kleine Form von Objektsexualität. Es gibt Gegenstände, die finde ich wirklich sexy und attraktiv und zu denen Kannst du ein führe ich paar jetzt eine zeigen? Art von. Bitte?
Kannst du mal zeigen, was du loslassen willst? Hast du es gerade Ah, griffbereit? Dinge zeigen. Ich kann was zeigen, was mir wirklich viel bedeutet. Und das öffnet gerade nochmal einen anderen anderes spannendes Feld. Also, es gibt hier sehr viele Dinge, die mir sehr viel bedeuten. Kleider. Ich habe Unmengen an extravaganter Bekleidung. Und so manche Teile, ja, die Geschichte haben. Viele Teile, die mir auch geschenkt wurden. Teile, die mich erinnern an Menschen oder an Situationen. Und viele Teile, die ja auch zum Teil ja, auch so ein Teil meiner Persönlichkeit sind oder waren. Und da kommt das Ego ins Spiel. Ne? Also es gibt Kleidung, über die ich mich identifiziert habe und das teilweise immer noch tue. Es ist nicht nur etwas, das ich anziehe, sondern es ist hm, was einen Anteil von mir sichtbar macht, der gesehen werden will. Gut, wenn ich jetzt sterben bin und es darum geht, mich loszulösen von diesen Anhaftungen oder von Identifikationen, dann werde ich wohl meine supergeile Klamotte auch loswerden, weil ich sie nicht brauche. Und ich brauche sie ja tatsächlich nicht. Es ist nichts, was Relevanz hat oder wichtig ist für mein Leben oder für mein Sterben. Mhm. Aber es sind Dinge, an denen ich hänge. Ein Teil von mir hängt daran. Sie hängen nicht nur am Kleiderbügel, sondern sie hängen auch an mir. Es klebt so fest an mir. Ja, und vor allem diese sneaky Überlegung, ja gut, und was ist denn, wenn ich gar nicht wirklich sterbe? Was ist denn, wenn dieser ganze Prozess ja nur mh, so spirituelle Transformation ist und ich ja danach immer noch in meiner physischen Form da bin, dann habe ich meine ganzen tollen Sachen nicht mehr. Also solche Dinge passieren. Mhm. Oh, das bringt mich zu der Frage, das letzte Mal hatte ich die schon ein bisschen, woher, du hast gesagt, du hattest diese eine Meditation, Self-Pleasure Meditation, Orgasmic Vision und dann mehrere, Informationen oder mehrere Zeichen darüber, dass das jetzt stattfindet und stattfinden wird. Mhm. Ähm, ja, ich interessiere mich darüber, wieso bist du dir jetzt so sicher, dass du sterben wirst oder woher kommt diese Gewissheit, ähm, dass das jetzt stattfindet und stattfinden wird? Kannst du mir ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich hatte diese Vision im April, so im April 2023. Und diese Vision hatte noch einen kleinen Prolog und zwar begann es so, und um es nochmal zu klären, ich war gar nicht mal in einer Self-Pleasure ähm, Session, sondern ich war einfach da. Ich war auch mit jemandem gemeinsam in dem Moment. Und es kam aber eine riesige Vision und die war tatsächlich begleitet von einem Orgasmus, der so nicht forciert war. Und es war dieses Gefühl von, wow, in mir ist ein ganzes Universum und ich kann einen neuen Stern gebären. Damit ging es los. Und dann, von da ausgehend, kam die Vision vom Sterben und vom Tod.
und auch die Synchronisation, ähm, dass eigentlich ein Stern geboren werden kann, auch durch den Tod oder durch meinen Tod und dass ja dieser Tod aber das relevante Thema ist. Und schon danach war klar, dass es nicht nur irgendeine Art von Vision war, weil mein Körper auf diese Vision sehr stark reagiert hat. Also sie hat mich viel mehr in Aufruhr gebracht als alle anderen Visionen oder Gedanken, die ich schon mal hatte. Ich war wirklich in einer Art von körperlichen Aufruhr, sehr viel Aufgeregtheit, sehr starkes Herzklopfen, tagelang. Ich konnte tagelang nicht schlafen. Ähm, und es hat sich so ernsthaft angefühlt, dass ich mich auch nicht getraut habe, jemandem davon zu erzählen. Also es war so, wow, das ist so ein großes Thema und hat so eine Bedrohlichkeit. Ich traue mich nicht, jemandem davon zu erzählen. Und dann habe ich ein paar Tage später Tarotkarten gelegt. Und die Tarotkarten haben 1:1 das wiedergespiegelt, was ich in der Vision gesehen habe. Also der Tod war die erste Karte, die ich gezogen habe. Der Stern war die letzte Karte, die ich gezogen habe. Also gab es für mich auch wieder einen großen Zusammenhang. Und eine Bestätigung von dem, dass diese Vision wirklich wichtig ist und dass ich sie nicht einfach nur in mein Tagebuch schreiben kann und dann abhaken. Und ich erinnere mich noch gut, dass in der Woche und in den 1,5 Wochen danach der Tod sich immer wieder gezeigt hat. Immer wieder durch beispielsweise ja, ein toter Vogel, der plötzlich auf dem Weg lag und ja, der irgendwie eine Ausstrahlung hatte, die auch spezieller war und nicht einfach nur irgendein toter Vogel. Das war ein wunderschöner Vogel. Ähm, ja, ich bin zufällig, zufällig nach Wald-Zürich gefahren, weil ich dort was ersteigert habe zum Abholen und fahre die Strecke und fahre zufällig am Friedhof vorbei, wo eine sehr enge Freundin von mir begraben ist. Ähm, Das sind solche Zufälle, die sich aber so stark gehäuft haben. Und es kam immer mehr und immer deutlichere, bis hin zu einer Begegnung, die ich hatte mit einem Menschen, wo eine spezielle Anziehung spürbar war. Und als ich den Menschen dann etwas besser kennengelernt habe, hat er erzählt, dass er fast gestorben sei vor 18 Jahren. Er hatte heftigen Unfall. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Er ist von sehr, sehr großer Höhe, im freien Fall, ich, ja, auf die Erde geknallt. Und das ist passiert in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli vor 18 Jahren. Also genau in dem Datum, das für mich das Stichdatum ist. Und solche Begegnungen oder gerade die Begegnung hat mich dann auch sehr wach werden lassen. Das kann kein Zufall sein, dass ich jemanden kennenlerne, der auch so eine Erfahrung mit dem Tod hat und auch noch verknüpft an das Datum. Ja, das sind einige Beispiele. Und diese Beispiele bestärken mich darin, die Sache ernst zu nehmen. Ja. Und ja, und es gibt auch Beispiele, die mir sagen, ja, es ist ein Transformationsprozess und ich kann den auch einfach als Kunstprojekt ansehen oder als Projekt für mein diesjähriges Dasein. Ähm, aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ich werde definitiv sterben am 31. Juli. Ich kann aber auch nicht sagen, ich werde definitiv nicht sterben am 31. Juli oder nur in einer abgeschwächten Form. Mhm. Dann habe ich auch ein tolles Geburtstagsgeschenk bekommen, vor kurzem, Stephen Levine.
A Year to Live. Grandioses Buch, wie für mich geschrieben. How to Live This Year as if it were your last. Also es kam jemand anderes auch schon auf die Idee, sich mit dieser Thematik so zu befassen. Und deswegen fühle ich mich mit dem Stephen Levine gerade auch sehr verbunden und lese das Buch und ja, fühle mich da sehr gesehen und es supportet mich auf eine gute Art und Weise. Aber er hat sein letztes Jahr überlebt und ich bin mir nicht so sicher. Ah, so viele Fragen. Ähm, Ja, ich würde sagen, vielleicht gibt es für heute noch Platz für eine. Und dann, Ich habe eine Frage, aber ich weiß noch nicht, ob die schon dran ist, ob sie schon okay ist zu fragen. Aber ich frage es Mhm. jetzt. Ähm, Wie gehst du damit um in Begegnung und Beziehung mit deinen Kindern? Mhm. Ja, diese Frage braucht mehr Zeit und Raum. Mhm, Ähm, ja, das ist definitiv die allergrößte Herausforderung, mit der ich sitze. mhm, ja, Ist ja, wie gestalte ich den Umgang mit meinen Kindern, mit meinen beiden Kindern, die noch recht klein sind, sind mhm, 5 und 7 Jahre alt. mhm, Ja. ja, Wo wir wieder mhm. dabei angelangt werden, dass die größten Herausforderungen in Beziehungsthemen. Oder Ja, was? genau. Ah, wie ist es für dich, wenn andere, also das vorhin gesagt, dass eine gute Freundin von dir zum Beispiel gestorben ist und du an ihrem Grab vorbeigefahren bist? Wie ist der Prozess für dich, wenn die Erfahrung, wenn andere Menschen sterben oder gestorben sind in deinem Leben? Wie, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Und gibt es da ja, einfach wie schaust du den Tod an, der dich am Rande betrifft oder der dich in der Beziehung mit anderen betrifft? Hm. Ja, also ich erinnere mich, dass die Trauer für mich ganz körperlich extrem spürbar ist oder war bei den letzten Todesfällen, ja, die mich so in meiner Peripherie betroffen haben. Ja, zuerst die Trauer und jetzt im Kontext mit meiner Freundin war es aber tatsächlich auch die Frage, wie bringe ich meinen Kindern den Tod näher, weil sie war das Gotti von meinem einen Sohn. Ja, und dann habe ich mich damit schon sehr stark beschäftigt. Hm. Wie ist ein kindgerechter, guter und authentischer Umgang mit dem Tod, auch für Kinder? Und dafür war es auch wichtig, dass ich meine Tränen zeigen konnte. Mhm. Ähm, Dann habe ich aber festgestellt, dass bei mir nicht unbedingt die Trauer alles andere dominiert. Und es gab noch einen anderen Aspekt, der für mich viel wichtiger war. Es war so das Anerkennen der gemeinsamen Geschichte und so viel Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich lernen durfte mit diesem Wesen, dass ich eine Weile mit diesem Wesen gehen durfte und auch Dankbarkeit für die Konfrontation mit dem Tod. Ähm, und was mir nie so ganz in den Sinn kam, ist, den Tod als Verlust anzusehen. Also ich habe diesen Menschen nicht verloren, weil ich hatte
Zeit mit diesem Menschen. Und ich hatte wahrscheinlich alles, was möglich war in unserer Beziehung, in der gemeinsamen Beziehung erlebt und erleben dürfen mit diesem Wesen. Und ich kann keinen Menschen verlieren. Das geht nicht. Und so der Abdruck von der Beziehungsqualität bleibt in meinem System. Ja, ja. Und auch von dieser Person, also gerade von dieser Freundin, habe ich ganz viele Kleider. Und auch jetzt habe ich eine Hose an von ihr. Ich trage ganz viele Kleider von ihr. Und so bleibt sie auch Teil von mir. Und es spielt keine Rolle, ob sie physisch nicht mehr anwesend ist. Das ist so, die Freundschaft ist da. Und ich trage ganz, ganz häufig Kleider auf meinem Leib und das ist auch eine schöne Art der Erinnerung an. Oder auch ja, es ist eine schöne Art, die Beziehung weiterzuführen zu ihr. Mhm. Ja, beispielsweise. Ja, und ich denke, Trauer, also das kommt mir in letzter Zeit auch häufig, so die Verbundenheit mit dem Gefühl der Trauer und mit der Seite der Trauernden, also die Hinterbliebenen, die Menschen, die weiterleben, wenn ein Mensch nicht mehr lebt. Und ja, diese Tränen. Ich habe vor einer Weile wirklich ganz viele sehr heftige Tränen geweint. Sicher 2 Stunden lang hat sich ja so ganz viel gelöst und ich habe sehr viele Tränen geweint und habe gemerkt, dass diese Tränen für mich aber gar keine große Bedeutung haben. Und es sind so Tränen der Anhaftung. Ja. Und dass jede Träne so ein bisschen diesen Schmerz in sich hat, in sich gehalten hat, der, ich will aber was festhalten, was ich gar nicht festhalten kann. Und das ist so schwierig und schmerzvoll. Ja. Das ist schmerzvoll zu akzeptieren, dass ich etwas nicht festhalten kann. Ja. Mhm. Und das ist so wichtig zu spüren. Ah, danke. Gibt es gerade was, das du noch gerne heute so reflektieren und ausdrucken möchtest? Ähm, Dass du das Gefühl hast, dass es unbedingt noch reinpassen soll für heute. Ja, so als Wrap-up und den Bogen zu spannen. Ähm, Ich merke, und das ist das große Geschenk an dem Prozess und das ist das große Geschenk des Todes, ähm, dass ich jetzt wirklich lerne, die Liebe in jede Beziehung voll und ganz von mir einfließen zu lassen. Ja, so ohne Hindernis und ohne Zurückhaltung. Weil ich habe nichts zu verlieren. Ja. Oh, das müssen wir in den Anfang schneiden. Ja, ja, das ist so ein der Essenzgeschenke. Mhm. Und es wirklich zu lernen, wirklich zu tun. Ja.
vor kurzem mit einem Bekannten im Auto gesessen und es war ein sehr tiefgreifender Austausch auch über meinen Todesprozess. Und er schaute mich dann an und hat mir als Feedback gegeben, hey, sobald du anfängst, vom Tod zu sprechen, habe ich das Gefühl, da sitzt ein 17-jähriges Mädchen, das aber so weise ist. Und du Mhm. wirkst so jung, wenn du erzählst vom Tod. Mhm. Ähm, aber nicht im Sinne von kindlich, kindisch, sondern jung, wirklich jung und frisch und lebendig. Mhm. Wow. Ja. Hm. Ja, es macht Sinn. Vielleicht ist es ein Jungbrunnen, in den ich gerade falle. Ah! Ähm, Das ist so cool. Und Mhm. vielleicht werde ich tatsächlich nicht sterben, sondern ich werde jetzt immer jünger und jünger und jünger und jünger, bis ich wieder ein Baby bin. Und Mhm. mhm. Wie heißt die skurrile Geschichte des Benjamin Button oder irgendwie so. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja, es macht echt Spaß. Ähm, d- Deine Perspektive vom Tod, also so das nochmal einfach genau zu verstehen und zu merken, hm, was es bedeuten, was für eine Fülle da stattfinden kann im Leben, wenn der Tod so dein bester Freund wird. Mhm. Also so nehme ich es gerade für mich, das Geschenk, das Ja, du mir gibst. So. Hm. das ist toll. Hm.